Finde das Loch in der Expert-Isomatte. Als erstes optische Sichtprüfung und ein bisschen Textilkreide. Loch optisch suchen. Wenn es groß genug ist, findet man so. Ja. Wenn es kleinere Löcher sind, ja, dann muss die Matte aufgepustet werden und mit Wasser und Spüli besucht werden. Aber ich habe in dem Bereich schon ein optisches Loch gesehen bei der Vorprüfung und ja, das werden wir jetzt einmal markieren. Also technisch gesehen, das Loch ist da. Muss mal gucken, ob ich das heute zeigen kann, ohne da ist die Markierung. Ungefähr in der Mitte ist das Loch. Und ja, da gehen wir dann mal weiter aufsuchen. So, ich bin jetzt einmal komplett die Matte abgegangen. Optisch nur das eine Loch da oben am Kopfende. Das heißt nicht, dass keine Mikrolöcher durch Dornen oder sonst was noch drin sein können. Allerdings, so schnell wie die Matte die Luft verliert, deutet es eher auf entweder viele kleine Löcher oder ein etwas größeres. Und das da oben, das sieht ein bisschen größer aus. Ich muss mal gucken, dass ich die Matte mal hinziehe und euch hier vom Gestell runternehme, um euch das mal zu zeigen. Ich glaube, da sieht man das schon ziemlich eindeutig, dass das ein etwas größeres Loch ist. Ja. So. Da das Expert-Kit aktuell bei meinem bevorzugten Bestellhaus nicht verfügbar ist und ich das wahrscheinlich direkt bei Expert bestellen müsste, das recht wenig ist, was Flickmaterial angeht, habe ich mir dies besorgt. Das ist jetzt keine Werbung. Es ist ein Gelkleber, also nicht flüssig. Sollte innerhalb von ein paar Sekunden recht abbinden, innerhalb von 5 Minuten 50% der Festigkeit haben. Und ja, sollte das Loch zumindest flicken. Der Sekundenkleber bleibt flexibel, was ja für eine Isomatte gut ist. Und das habe ich auch bei der Recherche über das Expert-Kit herausgefunden, dass dieser Sekundenkleber mit UV eine gewisse Flexibilität aufweist. Leider kann ich keinen UV-Kleber gerade bekommen.
Dann ist in dem Expert-Kit so ein durchsichtiges Flickenpatch bei, um den Kleber zu schützen. Das habe ich zwar gefunden, aber mit der Lieferung gestaltet sich das anscheinend etwas schwieriger. Deswegen bin ich auf das Zeug gekommen. Gab es recht günstig bei Rossmann. Und ja, wie ihr seht, von der Farbe her eigentlich dasselbe. Auch von der Faserstruktur her dasselbe. Expert gibt bei der Matte ein Polyester-Material an. Und der Flicken, der ist aus nicht Polyester, sondern Nylon. Und das ist auch selbstklebend. Theoretisch müsste eigentlich der Flicken selbst auch ausreichend sein, aber der Anbieter von dem Zeug gibt nicht an, ob es luftdicht ist. Und von daher würde ich mal sagen, getreu nach diesem Reparaturkit, man nehme ein bisschen Sekundenkleber, gelartig, und man trage es vorsichtig auf und lasse es antrocknen. So, ist, ja, ich hoffe durchstochen, und dann schauen wir mal. Der Schlauch ist jetzt, dass ich auch den Deckel schon finde. Oh Mann. Das ist echt. Das macht keinen Spaß, den ganzen Scheiß alleine zu tun. So, da könnt ihr jetzt sehen, dass in dem Quadrat genau über der Rissstelle das hier aufgetragen wurde. Und ja, dann wollen wir mal gucken, trocknen lassen. Oh, in der Anleitung steht 5 Minuten. Wir sehen uns dann wieder. 5 minutes later. So, 5 Minuten sind um. Ich habe dann schon mal etwas zurechtgeschnitten und dann wollen wir das noch darauf bringen. Et voilà. Kaum sichtbarer. Also für einen Flicken, der, ups, falls ihr es nicht seht, da ist er. Fügt sich wunderschön ein. So. So, dann lasse ich das jetzt noch ein bisschen weiter trocknen, anziehen, wie auch immer. Und dann werde ich mal versuchen, da ein bisschen Luft rein zu pusten, pumpen, wie auch immer. 5 minutes later. So, ich habe die Matte schon mal etwas anders hingelegt und ja, tut mir leid, grundlegend habe ich nicht genug Platz hier in der Wohnung, um die Matte ganz rauf zu kriegen. Weil so groß ist die Wohnung nicht. Man kann sich das so ungefähr wie die japanische Mini-Wohnung vorstellen. Mehr kann man ja hier in Deutschland nicht mehr kriegen als Deutscher.
Jo, und dann ist jetzt die Frage, ist sie dicht? Ich war beim ersten Mal aufpusten, dann da ist sie recht schnell wieder durchgeknickt, und zwar ungefähr hier. Und ja, mal gucken. Im Moment sieht es gut aus. Kurzes Update. Da habe ich noch ein Loch gefunden. Das ist aber nur aufgefallen im aufgepumpten Zustand und mit den Lippen über diesen Bereich rüberfahren. Da merkte man den Hauch von Luft. Da habe ich es mir markiert. Und, das ist jetzt ein bisschen blöd, ja, genau gegenüberliegend sind nämlich die beiden Punkte auch noch. Das heißt, an der Stelle ist wahrscheinlich etwas, ja, Tannnadelmäßiges einmal durch die Matratze gegangen. Ansonsten bin ich einmal rundherum gegangen mit den Lippen. Da ist jetzt nichts weiter zu finden gewesen. Ich hoffe, dass das dann auch alles war. Naja, im Gegenzug zum allerersten Mal aufblasen, wo da hinten Deckelloch war sie recht schnell glatt. Diesmal hat es etwas länger gedauert. Aber im Prinzip, ja, weil es da einmal komplett durchgegangen ist, sind 2 oder 4 Löcher noch. Und also auf jeder Seite 1 oder 2. Hat es ein bisschen länger gedauert, dass die Luft rausgeht. Also ich hoffe, ich habe sie jetzt gefunden. Ich warte ab, dass er da trocken wird, der Kleber. Dann die andere Seite noch machen. Ja, und dann